Hallo und willkommen zurück. In einem früheren Video habe ich bereits Reverse Proxies miteinander verglichen. Die grundlegende Idee ist immer noch dieselbe. Statt sich unzählige IP-Adressen und Ports für all unsere Dienste zu merken, nutzen wir eine Domain. Eine Anfrage an diese Domain landet bei einem Reverse Proxy, der sie intelligent an den richtigen Dienst im Hintergrund weiterleitet. Das Ganze läuft sicher über HTTPS und wir müssen uns nur eine einzige Adresse merken. Heute schauen wir uns auf dem aktuellen Stand 3 verschiedene visuell orientierte Reverse Proxies an. Das ist einmal der Nginx Proxy Manager, wahrscheinlich der bekannteste und beliebteste. In einer Umfrage aus dem Jahr 2024 landete er auch auf den ersten Platz der meistgenutzten Reverse Proxies. Momentan habt ihr auch die Möglichkeit, an der Umfrage für das Jahr 2025 teilzunehmen. Außerdem werde ich in diesem Video NPM Plus benutzen. Das ist ein Community Fork von NPM, der moderne Features verspricht. Hier werden wir gezielt HTTP3 über ODP aktivieren und testen. Und auch noch Zoraxi, ein relativ neuer, aber sehr leistungsfähiger und einfach zu bedienender Reverse Proxy. Wir werden alle drei in Docker installieren, einen Backend-Dienst dahinter schalten und sie dann mit WAK und K6 einem Performance-Benchmark unterziehen. Wie immer brauchen wir einen Server mit einer Domain, die da drauf zeigt. In diesem Video nutze ich Hetzner. Ihr findet auch in der Videobeschreibung einen Affiliate-Link, mit dem ihr als Neukunde ein 20 € Startguthaben erhaltet. Ich logge mich hier in meine Konsole ein. Und jetzt möchte ich einen Server erstellen und ich gebe an, dass mein Server sich in Deutschland befinden soll. Ich möchte Ubuntu 24.04 nutzen. Ich möchte eine x86 Shared vCPU haben. Und zwar wähle ich hier das kleinste Modell, den CX22 aus. Beim Networking möchte ich eine öffentliche IPv4-Adresse auswählen. Das lasse ich alles leer. Und dann komme ich zur Cloud-Config. Hier kann ich eingeben, dass zum Beispiel bereits ein Nutzer erstellt werden soll. Und ich gehe mal auf Deployen und gehe hier zu Hetzner Cloud Init und lande hier auf einer 404 Seite. Gegebenenfalls werdet ihr hier später einen Generator sehen. Ich nutze jetzt hier meine lokale Version davon. Ich wähle aus, dass ich einen Ubuntu-Server habe und ich möchte den Benutzer deployen erstellen. Ich brauche einen SSH Public Key. Auf meinem Kanal findet ihr auch ein Video zum Setup des ersten VPS. Das heißt, wenn es hier euer erster Server ist, guckt euch vielleicht erstmal das andere Video an. Ich wähle jetzt hier die Public Key aus, öffne sie im Editor, kopiere mir hier den Inhalt und füge ihn hier ein. Ich brauche keine zusätzlichen Pakete. Ich möchte, dass Docker installiert wird. Und Fail to Ban, die Uncomplicated Firewall brauche ich auch nicht. Jetzt kopiere ich mich hier diesen Code raus, füge ihn hier rein. Und was ich jetzt mache, ist, ich brauche nicht nur einen Server, ich möchte 3 Reverse Proxies vergleichen und dann brauche ich noch einen vierten Server, um von dem vierten Server auf die anderen Server zuzugreifen. Das heißt, ich bestelle mir jetzt hier 4 Server und solange ich darauf warte, dass die Server eingerichtet sind, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Jetzt habe ich hier 4 IP-Adressen bekommen. Ich muss dafür sorgen, dass ich 3 Domains nutze und die 3 Domains jeweils auf eine der öffentlichen IP-Adressen zeigen. Meine Domains befinden sich bei Netcup. Das heißt, ich melde mich hier in meinem CCP an und ändere meine Domains. Das habe ich jetzt erledigt. Ich kann einen DNS-Checker aufrufen, zum Beispiel dnschecker.org. Und ich gebe hier die Domain ein, die ich benutzen möchte. Eine davon ist npm.pixam.de. Und ich drücke hier auf Search. Und ich sehe hier zum Beispiel bei OpenDNS ist bereits die neue IP-Adresse hinterlegt.
Aber bei Wholesale oder Neustar ist immer noch die alte IP-Adresse hinterlegt. Das heißt, an dieser Stelle brauche ich noch nicht weiterzumachen, auch wenn ich das vielleicht könnte, weil Anbieter wie Cloudflare oder Quad9 bereits die neue IP-Adresse propagiert haben. Bis die neue IP-Adresse aber bei allen Anbietern hinterlegt ist, kann es bis zu 48 Stunden dauern. Das heißt, ich warte ein bisschen ab und schaue später nach, ob sich das hier geändert hat. Ein paar Stunden später zeigen mehr DNS-Anbieter auf meine neue IP-Adresse. Das heißt, ich versuche jetzt hiermit mal weiterzumachen. Ich öffne ein Terminal und ich versuche mich mit meinem Server zu verbinden. Ich kopiere mir die IP-Adresse und gebe ein SSH deployen add IP-Adresse. Das bestätige ich hier mit Yes und ich bin mit meinem Server verbunden. Die Sache ist auch, mein Skript hat Docker installiert, also kann ich eingeben sudo docker Version und ich sehe, ich habe Docker Version 28.3.2 installiert. Ebenso sollte ich Docker Compose Version in der Version 2.38.2 haben. Jetzt öffne ich noch 2 weitere Terminals und ich melde mich dann auch noch hier an, auf diesen Server. Auch diesen Fingerprint bestätige ich mit Yes. Und genau das gleiche mache ich hier mit dem dritten Terminal. Was ich als nächstes mache, ist ein Docker-Netzwerk zu erstellen. Dafür gebe ich ein sudo docker network create und Proxy. Hier habe ich jetzt ein Proxy-Netzwerk erstellt. Hier auch und hier auch. Damit habe ich die Möglichkeit, meinen Reverse Proxy in das gleiche Netzwerk zu packen, wie den Dienst, den ich dahinter erreichen möchte. Als nächstes brauche ich einen Dienst. Ich möchte Get Homepage haben als Beispiel. Ich könnte natürlich jeden anderen nutzen. Hier ist der Dienst Get Homepage und ich gucke mir an, wie ich ihn installieren kann. Das heißt, was ich mache ist, ich erstelle den Ordner Homepage und auch das mache ich auf allen 3 Servern. Und was ich jetzt mache, ist, mich in den Ordner Homepage hineinzubewegen. Und im Ordner Homepage erstelle ich eine compose.yaml. Und jetzt füge ich hier diesen Block ein. Und was ich überall machen muss, sind die Ports zu entfernen, weil ich möchte das Ganze ja über den Reverse Proxy erreichbar machen. Hier entferne ich auch die Ports und hier entferne ich die Ports. Jetzt muss ich hier bei den Homepage Allowed Hosts muss ich das Ganze ein bisschen anpassen. Und zwar habe ich hier oben links, glaube ich, den Server, auf dem npm installiert werden soll. Also gebe ich hier ein npm.pixan.de und auf diesem Server möchte ich npm-plus.pixan.de nutzen und hier soll Zoraxi zum Einsatz kommen. Jetzt muss ich das einmal kurz abspeichern und verlassen. Was ich hier überall eingebe, ist ID, um zu gucken, welche Benutzer-ID und Gruppen-ID der Benutzer deployen hat. Und der hat hier in allen Fällen die 1000. Was ich auch noch gleich machen kann, ist hier an allen 3 Stellen die Config zu erstellen. Und ich gehe jetzt wieder in die Compose-YAML. Ich entferne an dieser Stelle die Verbindung zum Docker-Socket. Die brauche ich jetzt in meinem Fall nicht. Und hier ändere ich den Pfad zum bindmount.config. Das mache ich ebenso hier und auch hier. Und was ich jetzt auch machen muss, ist hier das Netzwerk hinzuzufügen. Das Networks gebe ich ein Proxy. Und was ich dann auch noch machen möchte, ist hier
einen Deploy-Block hinzuzufügen und damit sage ich, wie viel die Homepage an Datenressourcen verbrauchen darf. Und ich lege hier ein paar Limits fest mit Limits. Und hier sage ich, CPUs soll eine verwendet werden dürfen, also ein CPU-Kern. Und beim Arbeitsspeicher ist das Limit 1 GB. Dann lege ich auch die Reservations fest und ich möchte einen halben CPU-Kern reservieren und bei Memory sollen es 512 Megabyte sein. Was ich dann natürlich hier noch angeben muss, ist auf der ersten Ebene das Netzwerk, und zwar das Netzwerk Proxy, und ich lege fest, dass es sich um ein externes Netzwerk handelt. So insgesamt sieht es gut aus. Diesen Teil hier kopiere ich und füge ihn hier ein und hier. Jetzt speichere ich die Datei ab und ich versuche das Ganze auch jetzt auszuführen. Das heißt, ich gebe ein sudo docker compose ab -d. Jetzt wird das Image heruntergeladen und hoffentlich wird der Container gestartet. Ich kann mir hier auch angucken in den Logs, ob ich irgendwas Merkwürdiges feststelle. Das sieht aber alles ganz normal aus. Jetzt habe ich jeweils dreimal den Dienst gestartet, aber ich kann ihn nicht erreichen. Dafür brauche ich jetzt einen Reverse Proxy. Hier oben möchte ich den Nginx Proxy Manager verwenden. Und dazu gucke ich mir an, wie ich ihn installieren kann. Über ifconfig gucke ich mir an, wie die IP-Adresse des Servers ist. Und ich sehe hier, das ist die 166.73 am Ende. Das heißt, ich versuche jetzt mal ping npm.pixam.de anzupingen. Und ich sehe hier die gleiche IP-Adresse. Das heißt, das hier ist der richtige Server, den ich auch erreichen möchte. Was ich jetzt mache, ist einen Schritt zurückzugehen und einen Ordner für npm anzulegen, also für den Nginx Proxy Manager. Und hier an dieser Stelle erstelle ich auch eine compose.yaml und ich kopiere mir hier diesen Code rüber. Ich könnte jetzt in Docker Hub gehen und hier nach Nginx Proxy Manager suchen. Und hier sehe ich die Tags, die mir zur Verfügung stehen. Damit das Ganze reproduzierbar bleibt, lege ich hier die Version fest. Das heißt, ich benutze jetzt hier in diesem Video die Version 2.12.6 von den Nginx Proxy Manager. Und was ich hier auch noch machen muss, ist das Netzwerk festzulegen. Also ich gebe hier ein Networks Proxy und auch hier füge ich einen Deploy-Block hinzu und ich möchte die Ressourcen beschränken. Und zwar darf dieser Container auch nur ein CPU-Kern nutzen und dieser Container darf 1 GB RAM benutzen. Jetzt muss ich hier noch die Netzwerke definieren. Das sieht jetzt alles für mich okay aus. Was ich auch noch machen muss, ist, ich verlasse jetzt hier Nano und speichere die Datei ab. Und ich erstelle an dieser Stelle den Ordner Data. Und ich erstelle an dieser Stelle auch den Ordner Let's Encrypt. Mehr muss ich für den Nginx Proxy Manager nicht machen. Ich habe die Konfiguration etwas vereinfacht und MariaDB weggelassen. Für unsere Zwecke reicht die SQLite-Datenbank völlig aus. Und jetzt starte ich auch den Container. Ich gebe ein sudo docker compose ab -d und jetzt sehe ich hier, ich habe einen Fehler gemacht. Deshalb gehe ich nochmal in die Compose-YAML und ändere hier das Wort CPU zu dem Wort CPUs mit S. Jetzt starte ich das nochmal. Diesmal wird die App heruntergeladen. Und was ich jetzt gleich machen kann, ist zu der IP-Adresse meines Servers zu gehen und ich versuche den Port 81 aufzurufen und hier sehe ich den Nginx Proxy Manager. Das heißt, die Einrichtung ging sehr schnell. Jetzt muss ich noch rausfinden, wie der Standard-Benutzername ist und das Standardpasswort. Da admin@example.com und das Passwort ist changeme. Jetzt melde ich mich hier an. Ich kann hier meine E-Mail-Adresse ändern.
und kann auch das Passwort ändern. Und ich drücke wieder auf Speichern. Jetzt habe ich mein Passwort geändert. Und ich kann jetzt hier im Nginx Proxy Manager die Proxy Hosts visuell hinzufügen. Das heißt, ich drücke jetzt hier auf Proxy Host und drücke auf Add Proxy Host. Und bei den Domains gebe ich ein npm.pixam.de. Und wenn die Anfrage an npm.pixam.de hier beim Reverse Proxy landet, soll sie weitergeleitet werden an meinen Homepage-Dienst. Das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal in Homepage und gucke mir die Compose-YAML an. Und hier sehe ich, der Containername von diesem Container ist Homepage. Das heißt, ich kann jetzt hier eingeben Homepage und den Port, den ich dahinter erreichen möchte, ist der Port 3000. Jetzt kann ich hier auswählen, dass die Assets gecached werden sollen, hier Block Common Exploits und WebSocket Support und dass das öffentlich erreichbar sein soll. Ich drücke auf Speichern und jetzt habe ich den Proxy-Host erstellt. Was ich jetzt auch noch machen kann, ist das Ganze nochmal zu bearbeiten und hier zu SSL zu gehen und auszuwählen, dass ich ein neues SSL-Zertifikat haben möchte. Und hier kann ich die Sachen hier auswählen und sagen, ich möchte SSL benutzen, HTTP2 Support, HSTS und HSTS Subdomains. Hier ich stimme den Nutzungsbedingungen von Let's Encrypt zu und drücke auf Save. Jetzt kann das ein bisschen dauern, aber in aller Regel geht es relativ schnell hier, außer es gibt einen Fehler. So, jetzt steht hier bei SSL Let's Encrypt und ich gehe zu npm.pixam.de und ich sehe hier, ich habe die Homepage aufgerufen. Und im Prinzip kann sie jetzt momentan auch jeder aufrufen, was aber für meine Zwecke okay ist. Das heißt, der Nginx Proxy Manager ist relativ schnell eingerichtet. Er ist sehr übersichtlich gestaltet. Also ich sehe hier die Anzahl der Proxy-Hosts. Ich habe hier meine Proxy-Hosts, kann auch hier erweiterte Einstellungen hinzufügen, falls ich das brauche. Der große Vorteil von Nginx Proxy Manager ist, dass wenn der Nginx Proxy Manager irgendwann nicht funktionieren sollte, dann hat man immer noch hier im Ordner Data den Ordner Nginx und im Ordner Nginx sieht man hier die Proxy Hosts. Also wenn ich jetzt mal mich in den Ordner Proxy Hosts bewege, sehe ich hier die 1conf und ich kann mir angucken, was da drin steht. Und hier habe ich eine ganz normale Nginx-Konfiguration. Also im Zweifel könnte ich quasi den Nginx Proxy Manager irgendwann löschen und die Konfigurationsdateien selbst verwalten, wenn mir das lieber ist. Ich kann mir hier auch angucken über den Befehl htstop, wie die Systemauslastung ist. Ich sehe jetzt hier, in diesem Fall werden 435 Megabyte RAM verbraucht, während Nginx Proxy Manager läuft und die CPU hat eine relativ geringe Auslastung. Jetzt verlasse ich dieses Fenster wieder. Ich kann mir auch angucken über den Befehl diskfree-h, wie viel Speicherplatz ich insgesamt verbraucht habe. Und ich sehe hier 3,6 GB Speicherplatz wurden bisher verbraucht. So, jetzt wechsle ich zu diesem Server. Ich gehe hier einen Schritt zurück und erstelle den Ordner npm plus und bewege mich in den Ordner npm plus hinein. Und an dieser Stelle kann ich wieder eine compose.yaml erstellen. Und was ich hier mache, ist den Inhalt aus dieser compose.yaml zu kopieren, hier einzufügen. Falls ihr das einrichtet, schaut euch auch hier an, ob sich nichts geändert hat. Ich gucke mir hier die Compose-YAML an und hier möchte ich ein anderes Image nutzen, und zwar das, was hier angegeben wird. Und ich gucke in Docker Hub nochmal nach, was für Tags mir zur Verfügung stehen. Ich sehe hier den Tag Develop und ich sehe hier verschiedene Caddy-Tags. Hier an dieser Stelle verstehe ich die Namensgebung nicht ganz. Also wenn ich mir das hier angucke, dann sehe ich in npm plus den Release 2025 05 07 R1.
Diesen Release würde ich gerne nutzen, aber als Tags gibt es hier halt Develop, Caddy und so weiter. Hier sind einfach nur Zahlen. Also Latest wurde vor 3 Monaten gepusht. Das könnte dieses Image hier sein. Develop wurde vor 21 Stunden gepusht. Da es hier keine andere Möglichkeit gibt, nutze ich in diesem Fall Latest, auch wenn mir das nicht so sehr gefällt. Also ich öffne nochmal die Compose-YAML und hier benutze ich den Tag Latest. Restart unless stopped lasse ich so sein. Bei den Ports, was ich hier mache, ist hier nochmal zu definieren, 80 gebe ich mit TCP frei, 81 ebenso, 443 auch. Aber was ich dann auch noch mache, ist das Ganze, den Port 443 auch nochmal mit UDP freizugeben. Was wir dann auch noch machen können, was ein Unterschied ist, ich entferne den Ordner Let's Encrypt. Ich brauche nur den Data-Ordner, also das ist hier angegeben. Und dann kann ich noch ein paar Umgebungsvariablen festlegen. Und die Umgebungsvariablen, die ich brauche, ist einmal die Zeitzone. Also hier sehe ich TZ. Und wenn man in Deutschland wohnt, ist die richtige Zeitzone Europe Berlin. Was kann ich dann hier noch alles angeben? Ich kann hier die Personal User ID auf 1000 festlegen und auch die Personal Group ID auf 1000 legen. Die anderen Umgebungsvariablen lege ich jetzt nicht fest. Und ich glaube, das ist auch alles, was ich machen muss. Ich speichere die Datei ab und versuche das Ganze zu starten, nachdem ich den Ordner Data angelegt habe. Also ich habe jetzt hier den Ordner Data und die Compose-YAML und jetzt führe ich aus sudo docker compose up-d und auch hier wird jetzt die App heruntergeladen und das Ganze wurde gestartet. Jetzt kopiere ich mir hier diese IP-Adresse und versuche sie aufzurufen mit dem Port 81 und ich erreiche erstmal gar nichts. Hier gibt es ein mögliches Sicherheitsrisiko. Ich drücke auf Risiko akzeptieren und fortfahren und ich bin jetzt hier in NPM Plus Version 2.12.3 plus 0A85402. Jetzt muss ich mich hier auch anmelden und zwar hier mit admin@example.org und das Passwort muss man aus den Logs herauslesen. Das heißt, ich gebe hier ein sudo docker compose logs und sehe hier irgendwo mein Passwort und zwar hier create a new user, admin@example.org mit diesem Passwort. Kopiere mir dieses Passwort und füge es ein und damit kann ich mich auch anmelden. Also jetzt kann ich auch hier meine E-Mail-Adresse ändern, mein Passwort eingeben und ein anderes Passwort eingeben. Und hier ist es im Prinzip genau das gleiche. Ich habe hier NPM Plus, was sehr ähnlich aussieht wie NPM, weil das beruht ja darauf. Ich habe hier einen Dark Mode, den ich an- und ausschalten kann. Und ich kann hier einen Proxy-Host anlegen. Das heißt, ich drücke auf Proxy-Host hinzufügen, gebe ein npm-plus.pixam.de und diese Domain soll weitergeleitet werden an den Container Homepage mit dem Port 3000. Ich drücke hier WebSocket-Unterstützung, Mod Security und Core Rule Set und drücke auf Speichern. Jetzt habe ich meinen Proxy-Host eingerichtet. Was ich auch noch machen möchte, ist hier ein TLS hinzuzufügen. Ich hole mir ein Zertifikat. Ich aktiviere HTTPS. Ich schalte Broadly ein, aktiviere HSTS, aktiviere HTTP3 Quick und ich stimme den Let's Encrypt Nutzungsbedingungen zu. Jetzt drücke ich auf Speichern und auch hier kann das jetzt ein bisschen dauern, bis das Zertifikat abgefragt wird. Und jetzt versuche ich npm-plus.pixam.de zu erreichen und ich erhalte hier ein Bad Gateway. Das heißt, ich habe irgendetwas falsch gemacht. Und was ich als erstes nochmal prüfe, ist, ob mein Homepage-Container wirklich läuft. Das heißt, was ich hier eingeben kann, ist sudo docker ps und ich sehe hier, der Homepage-Container läuft noch. Dann ist halt die Frage, warum kann ich ihn nicht erreichen? Ich gucke mir hier die Compose-YAML an. Dieser Container ist nicht im Netzwerk Proxy. Ich verstehe nicht, warum ich immer wieder vergesse, das hinzuzufügen. Ich bearbeite die Compose-YAML
und füge hier das Netzwerk-Proxy hinzu. Das speichere ich ab. Jetzt habe ich hier immer noch ein Bad Gateway. Und was ich hier mache, ist einmal den Container zu stoppen. Und was ist jetzt passiert? In der YAML wurde nicht der Expected Key gefunden. Habe ich mich hier in der Zeile vertan? Ja, worauf man natürlich achten muss, ist, dass sich alles auf einer Ebene befindet. Jetzt stoppe ich den Container und jetzt starte ich den Container wieder. Jetzt versuche ich die Seite neu zu erreichen und jetzt sehe ich hier, Homepage kann aufgerufen werden über npm-plus.pixam.de. Was ich jetzt hier mache ist, ich habe jetzt hier die Homepage aufgerufen. Ich gehe in die Developer Tools und gehe hier in die Netzwerkanalyse. Und jetzt sehe ich hier, wenn ich die Seite neu lade, alle Aufrufe, die getätigt werden. Und hier kann ich mir angucken, mit welchem Protokoll das Ganze übertragen wird. Und hier sehe ich HTTP 3. Wenn ich das gleiche mache mit npm.pixam.de, dann sehe ich in meinen Developer Tools hier unter dem Netzwerk, dass die Seite geladen wird mit HTTP 2. Ich sehe hier auch, dass bei npm plus mir mehr Speicherplatz zur Verfügung steht als hier bei npm. Was ich auch nochmal machen kann, ist mir HTOP anzugucken. Ich sehe das bei dem Server mit npm plus. Ich schließe nochmal die beiden Homepages hier und das hier. Ich sehe, npm plus verbraucht ein bisschen mehr RAM, aber beide sind, glaube ich, sehr ähnlich. Ich verlasse jetzt hier diese Fenster und mir bleibt noch ein letzter Reverse Proxy. Ich gehe nochmal in die Compose YAML. Ich kopiere mir den Code und auf diesem Server möchte ich Zoraxi installieren. Das heißt, ich gehe einen Schritt zurück und erstelle den Ordner Zoraxi. Vielleicht spricht man das auch anders aus, aber das weiß ich nicht so genau. Und ich wechsle in den Ordner Zoraxi und an dieser Stelle erstelle ich auch die Compose.yaml. Ich füge jetzt hier wieder den Code vom Nginx Proxy Manager ein. Und was ich machen muss, ist hier in der Anleitung zu gucken, wie ich das Ganze installieren kann. Und hier gibt es eine Docker-Installation. Und ich gehe hier in die Docker Compose YAML. Und erstmal sehe ich, dass hier ein anderes Image benutzt wird natürlich. Ich ändere das auf das Image von Zoraxi und suche in Docker Hub nach Zoraxi. Und hier sehe ich bei den Tags, was für Tags mir zur Verfügung stehen. Und ich möchte die Version 3.2.5 benutzen. Also gebe ich hier ein v3.2.5. Auch hier ist mir irgendwie nicht klar, was die Unterschiede sind. Ich gucke hier, gibt es eine Zusammenfassung der Releases. Und das ist eine Patched Version of 3.2.5. Okay, das heißt also, ich nutze hier lieber 3.2.5 R2, weil ich lieber die Patched Version haben möchte. Hier kann ich mir auch angucken, was sich in den einzelnen Releases geändert hat und ob ich irgendetwas ändern muss. Ich gehe wieder zurück zu der Docker Compose YAML. Was ich hier machen muss, ist den Port 8000 zu benutzen statt 81. Ich kann hier die Fast GeoIP Umgebungsvariable festlegen. Das lasse ich aber sein, weil ich hier irgendwo gesehen habe, dass es nicht empfohlenswert ist für Low-End-Devices. Und ich habe hier gerade einen eher langsamen Server. Das heißt, das lasse ich weg. Hier sehe ich, was für Umgebungsvariablen ich insgesamt zur Verfügung habe. Was ich jetzt hier noch machen muss, sind die Sachen festzulegen. Das heißt, ich nutze den Ordner Config und den Ordner Plugin. Den Docker-Socket möchte ich an dieser Stelle nicht einbinden. Deshalb kommentiere ich ihn mal aus. Und die Local Time binde ich nur schreibgestützt ein. Ich möchte nicht, dass der Container irgendwas an meiner Zeit ändern darf. Den Rest kann ich, glaube ich, so lassen, wie er ist. Ich speichere die Datei ab und ich versuche, den Container zu starten. Ich gebe einen sudo docker compose up-d. Jetzt wird das Image heruntergeladen und der Container ist gestartet. Ich kopiere mir die IP-Adresse des Servers und besuche die IP-Adresse mit dem Port 8000. Kann hier, glaube ich, einen Benutzer festlegen. Jetzt bin ich angemeldet
in Zoraxi oder Zoraxi und bin hier in der Benutzeroberfläche gelandet. Ich kann hier HTTP-Proxys festlegen, Proxy-Rules anlegen, könnte auch aus Docker automatisch mir die Container anzeigen lassen, aber ich habe meinen Socket momentan nicht da reingebunden. Ich kann hier Stream-Proxys anlegen, ich kann hier Blacklists anlegen. Das Ganze sieht hier sehr modern aus und ich kann hier auch Plugins hinzufügen. Wie auch immer, hier kann ich ein Proxy-Rule anlegen. Das heißt, ich möchte zoraxi.pixam.de benutzen und die Target-IP-Adresse ist wieder Homepage mit dem Port 3000. Und ich drücke jetzt hier auf Create Endpoint und hier kriege ich die Frage, ob ich ein SSL-Zertifikat haben möchte. Ich sage ja und ich kriege die Antwort, die ACME-E-Mail ist nicht gesetzt. Ich gehe zu TLS-SSL-Zertifikaten und gebe hier meine E-Mail-Adresse ein. Das speichere ich ab. Ich kann hier auswählen, ob ich Let's Encrypt bevorzuge oder Bypass oder Zero SSL. Ich drücke hier, dass ich automatisch meine Zertifikate erneuern möchte. Und was ich jetzt nochmal mache, ist in meinen Proxy zu gehen und jetzt hier bei TLS drücke ich auf Get Certificate und mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Das Zertifikat wurde installiert, steht hier. Jetzt gehe ich zu zoraxi.pixam.de und erhalte die Meldung 404. Und ich erhalte wahrscheinlich die Meldung 404, weil der Homepage-Dienst nicht in dem Netzwerk sich befindet, genauso wie das davor auch schon der Fall war. Also gebe ich hier ein Networks und das Netzwerk Proxy. Ich speichere das ab, ich stoppe den Container und ich starte den Container wieder. Und jetzt drücke ich nochmal auf zoraxi.pixam.de und komme immer noch nirgendwo hin. Jetzt klappt es, der Container musste wahrscheinlich einfach nur starten. Jedenfalls habe ich jetzt hier auch die Homepage erreicht. Das heißt, ich kann jetzt hier mir auch angucken über HTOP, wie viel RAM verbraucht wird. Hier sehe ich einen Verbrauch von 440 RAM und ich sehe hier, dass auf meinem Server 2,8 GB verbraucht wurden. Ich habe jetzt den Nginx Proxy Manager, den Nginx Proxy Manager Plus und Zoraxi installiert. Und hier sehe ich die Auslastung im Ruhezustand. Ich sehe, dass der NPM Plus Container am meisten verbraucht, jedoch ist es unerheblich mehr. Der originale Nginx Proxy Manager Container verbraucht den wenigsten RAM. Der nächste Teil wird es sein, einen Benchmark-Test durchzuführen. So, als nächstes wird es Zeit, einen kurzen Benchmark-Test auszuführen. Das heißt, ich habe jetzt meinen vierten Server auch noch gestartet und mich mit ihm verbunden. Jetzt muss ich auf dem Server WRK installieren. Dazu gebe ich ein sudo apt install wrk-y. Jetzt habe ich WRK installiert. Ich installiere auch noch K6. Und jetzt ist K6 auf meinem Server installiert. Ich kann jetzt hier gucken. Bei WRK sehe ich, dass ich die Version 4.1.0 installiert habe. Und bei K6 sehe ich, ich nutze die Version 1.1.0. Was ich jetzt mache, ist einen einfachen WRK-Test durchzuführen. Das heißt, ich gebe ein WRK -T4 -C100 -D60S -Latency und jetzt gebe ich die Domain, die ich testen möchte, ein, also npm.pixam.de und ich möchte das Ergebnis speichern in die wrk-npm.txt und sobald ich das starte, sollten wir hier oben rechts bei diesem Server sehen, wie die Last ansteigen wird. Das heißt, ich führe es jetzt aus und ich sehe, die Last steigt. Und jetzt wird 1 Minute lang ein kurzer Stresstest durchgeführt. Der Test ist jetzt fertig
Was ich jetzt mache, ist das gleiche nochmal mit npm plus und auch diesen Test speichere ich in eine Textdatei. Ich sehe hier unten, die Last steigt an. Und was ich jetzt mache, ist das gleiche nochmal mit Zoraxi zu testen. Hier gebe ich meine Zoraxi-Domain an und möchte das Ganze auch in eine Textdatei gespeichert haben. Auch dieser Test ist jetzt durchgelaufen. Ich gucke mir an, was in der WAK npm drin steht und ich sehe hier, es wurden 4 Threads und 100 Connections genutzt und die Latenz lag bei 280,47 Millisekunden im Durchschnitt. Und ich sehe hier, 50% der Anfragen wurden in 225,48 Millisekunden oder schneller bearbeitet. Und ich sehe auch hier, 99% der Anfragen wurden schneller bearbeitet als 599,37 Millisekunden. Jetzt schaue ich mir an, wie das Ganze bei npm plus aussieht. Und hier sehe ich, dass die Latenz deutlich höher war. Die lag im Durchschnitt bei 1,42 Sekunden und 50% der Anfragen wurden schneller als 1,58 Sekunden bearbeitet. Ich sehe hier, dass auch pro Sekunde nur 1,5 Megabyte statt 15,2 Megabyte bearbeitet wurden. Insgesamt ist das Ganze 10-mal langsamer gewesen. Ich frage mich ehrlich gesagt, ob das nicht an einer meiner Einstellungen liegt. Bei beiden läuft ja eigentlich Nginx im Hintergrund, deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass es solch große Unterschiede gibt. Jetzt schaue ich mir noch an, was bei Zoraxi drin steht. Hier sehe ich, die Latenz lag bei 76,67 Millisekunden und 99% der Anfragen wurden schneller als 258,97 Millisekunden bearbeitet. Das heißt, wir sehen hier, in 99% der Fälle war Zoraxi zumindest zweimal so schnell wie der Nginx Proxy Manager und sowieso deutlich schneller als npm plus. Ich überlege gerade, ob ich die Einstellung bei npm plus anpassen sollte. Ich rufe nochmal die IP-Adresse des Servers mit npm plus auf, mit dem Port 81. Und ich sehe hier den einen Proxy-Host. Den öffne ich mal und ändere hier die Einstellung. Und was ich hier mache, ist erst einmal Broadly auszuschalten. Vielleicht ist es durch die Kompression langsamer. Ich gucke mir auch an, was das hier ist. Hier lande ich bei einer 404-Page. Die deaktiviere ich auch mal. Ich möchte aber HTTPS und HTTP3 Quick aktivieren. Ich drücke mal hier jetzt auf Speichern. Und was kann ich hier auch noch benutzen? Hier dieses Core Rule Sets, das deaktiviere ich. Mod Security deaktiviere ich. WebSockets lasse ich mal an. Das habe ich auch beim Nginx Proxy Manager angelassen. Und jetzt teste ich das Ganze nochmal, indem ich noch einmal den Test ausführe und gucke, ob sich das Ergebnis ändert. Und jetzt gucke ich mir die Ergebnisse des zweiten Tests an. Und hier sehe ich diesmal, npm plus ist deutlich schneller geworden. Und jetzt funktioniert er auch schneller als der Nginx Proxy Manager. Jedenfalls habe ich hier jetzt 99% der Anfragen wurden in 407 Millisekunden oder schneller bearbeitet. Es ist immer noch langsamer als bei Zoraxi, aber schneller als beim Nginx Proxy Manager. Ich aktiviere mal wieder HSTS, weil ich das, glaube ich, auch beim Nginx Proxy Manager aktiviert habe. Ich besuche mal den Nginx Proxy Manager. Hier sehe ich den Host. Ich gehe mal auf Bearbeiten. Hier habe ich Block Common Exploits ausgewählt und Cache Assets. Hier gibt es diese Auswahlen so auf diese Art und Weise nicht. Das heißt, ich kann hier nur Mod Security und Core Rule Set anmachen. Und bei TLS HSTS ist enabled und HSTS Subdomains, HTTP2 Support. Ich mache mal diesmal alles an, bis auf Broadly und speichere das Ganze ab.
und das speichere ich ab. Im Prinzip würde ich erwarten, dass NPM Plus von der Leistung sehr ähnlich ist zum Nginx Proxy Manager. Jetzt führe ich den Test ein drittes Mal aus. Der Test ist durchgelaufen. Jetzt gucke ich mal in die Testergebnisse und ich sehe, es ist wieder langsam geworden. Das heißt, eine der Einstellungen, die ich hier gerade vorgenommen habe, machen das Ganze deutlich langsamer. Vielleicht ist es das Core Rule Set. Ich schalte das wieder aus. Ich speichere und führe den Test noch einmal aus. Der Test ist fertig. Ich gucke jetzt rein, was hier das Ergebnis ist. Und hier sehe ich, es ist wieder deutlich schneller geworden. Anscheinend lag es daran. Was ich jetzt noch einmal mache, sind die anderen Tests nochmal zu wiederholen, damit die Ergebnisse ein bisschen verwertbarer sind. Das heißt, ich teste noch einmal den Nginx Proxy Manager und jetzt teste ich nochmal Zoraxi. Jetzt gucke ich mir nochmal an, was im NPM-Test rausgekommen ist. Hier sehe ich 339 Requests wurden pro Sekunde ausgeführt und bei Zoraxi waren es diesmal 598. Also auf den ersten Blick ist Zoraxi fast doppelt so schnell wie der normale Nginx Proxy Manager und eine Latenz von 77 Millisekunden ist sehr niedrig. Das heißt also, hier ist Zoraxi in einer anderen Leistungsklasse. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, den wir nicht ignorieren dürfen, ist in dieser Zeile. Zoraxi hatte während dieses Tests 646 Timeouts und hier oben hatte es 756 Timeout-Fehler. Das bedeutet, dass er unter dieser hohen Last zwar für die erfolgreichen Anfragen extrem schnell war, aber angefangen hat, Verbindungen abzuweisen. Das heißt, er war an seiner Stabilitätsgrenze. Was ich jetzt nochmal machen kann, ist K6 auszuführen. Das heißt, ich erstelle hier eine Script.js und muss hier ein Skript ausführen. Ich nutze ein ähnliches Skript wie beim letzten Mal. Ich habe hier einen Test mit 5 Phasen und die Ergebnisse davon möchte ich in einer JSON-Datei speichern. Und ich führe jetzt hier das Skript aus. Hier sehe ich, dass das Skript läuft und insgesamt hat es eine Laufzeit von 3 Minuten 30. Jetzt steigt die Last an von 50 virtuellen Besuchern zu 200. Nun bleibt es eine Minute lang auf 200. Und jetzt wird die Last wieder langsam zurückgefahren. Jetzt kann ich mir hier angucken, was in der k6-npm.csv-Datei drinsteht. Okay, kann ich mir nicht. Das ist ein bisschen schwierig zu lesen. Was in der JSON drinsteht, das kann ich zumindest lesen. Und ich sehe hier 22.000 Anfragen wurden insgesamt bearbeitet. Hier habe ich auch noch all die anderen Werte, die ich mir dann später genauer angucken werde. Was ich als nächstes mache, ist den gleichen Test jetzt auszuführen mit NPM Plus. Und auch hier läuft jetzt der Test 3,5 Minuten. Hier bei diesem Test kann ich mir hier auch die JSON-Datei angucken. Also hier sehe ich bei HTTP-Requests 22.278 sind durchgelaufen und bei NPM war es bei HTTP-Request 22.429. Also es bewegt sich in einem sehr ähnlichen Rahmen. Und was ich jetzt auch nochmal mache,
ist das Ganze für Zoraxi auszuführen. Und auch Zoraxi ist mit dem Test fertig. Jetzt muss ich mir die Ergebnisse herunterladen. Ich öffne noch ein Terminal und ich möchte SCP benutzen. Und mit SCP, ich wechsle auf meinen Desktop, mit SCP sollte es möglich sein, die Dateien herunterzuladen. Gebe ein SCP deployen at IP-Adresse des Servers und ich möchte die Dateien herunterladen von Home deployen und zwar alle JSON-Dateien. Ich habe hier einen Punkt vergessen. Ich möchte auch alle CSV-Dateien herunterladen und ich möchte alle Textdateien herunterladen. Jetzt sehe ich, ich habe hier die Dateien und jetzt kann ich mir auch im Einzelnen angucken, wie die Ergebnisse waren. Ich glaube persönlich, dass alle 3 Reverse Proxy Manager eine sehr gute Wahl darstellen. Ich öffne jetzt hier diese Dateien in Visual Studio Code und hier beim K6-Test möchte ich mir ein paar Sachen angucken. Alle 3 Reverse Proxies haben das dynamische Last-Szenario ohne einen einzigen Fehler gemeistert. Die Fehlerrate lag bei allen bei 0%. Schauen wir uns mal die Latenz an. Dazu suche ich nach der Metrik HTTP Request Duration. Die befindet sich jetzt hier. In dieser Datei befindet sie sich hier und hier befindet sie sich hier. Die HTTP Request Duration ist die Gesamtzeit vom Beginn der Anfrage bis zum Ende des Empfangs der Antwort. Auf Platz 3 landet hier der NPM Plus mit einer durchschnittlichen Latenz von 13,5 Millisekunden und einer P95-Latenz von 27,6 Millisekunden. Es könnte an der aktivierten HTTP3-Verarbeitung liegen oder an den anderen Einstellungen, die vorgenommen wurden. Und auf Platz 2 ist hier der klassische Nginx Proxy Manager. Er hat eine durchschnittliche Latenz von 6,8 Millisekunden und eine P95-Latenz von 13,1 Millisekunden. Das ist eine sehr gute Leistung. Er ist stabil, schnell und absolut zuverlässig. Und ich glaube auch, dass man den NPM Plus genauso einstellen kann. Und der Sieger in diesem Fall ist hier Zoraxi. Der hat eine durchschnittliche Antwortzeit von 5,4 Millisekunden und eine P95-Latenz von 10,7 Millisekunden. Und er ist auch hier der schnellste Kandidat. Meine Empfehlung ist daher nicht eindeutig. Ich empfehle, einen dieser Reverse Proxies zu nutzen oder auch einen nicht visuellen Reverse Proxy zu nutzen wie Caddy oder Traffic. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, welchen Reverse Proxy ihr gerne nutzt und warum das der Fall ist. Ansonsten danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.